Nimm das, du blöder Jedi. Ach, weißt du was? Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Wer kennt sie nicht? Die coolen Lego Star Wars Figuren und gerade hier unsere Sith oder unsere Jedi mit ihren coolen Lichtschwertern. Und als Kind wollte ich immer so ein Lichtschwert haben und heute habe ich es. Ich habe heute eine Weltraumpremiere quasi für euch. Die Firma Galaktisches Lichtschwert hat mir ein Paket zukommen lassen und da haben wir ein Life-Size, ein großes 1:1 Laserschwert mit allen Pipapo und das möchte ich euch heute zeigen. Deswegen ist dieses Video hier natürlich ein gesponsertes. Vielen lieben Dank an die Firma Galaktisches Lichtschwert, die ursprünglich aus Frankreich kommt, jetzt in Tallinn sitzt, in Estland, also in der EU. Und ja, Freunde, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Heute am 3.11. ist quasi Weltpremiere, Weltraumpremiere. Ab dann gibt es dieses LGO Laserschwert, so heißt es, oder LGO Lichtschwert zu kaufen. Sogar rabattiert, es gibt eine Aktion bis zum 19.11. Da bekommt ihr das Set sogar noch mal günstiger und es gibt sogar einen Rabattcode. Aber das alles, Freunde, seht ihr auf der Infokarte, die jetzt kommt. Und danach gucken wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Ja, Freunde, da habt ihr die ganzen Fakten gesehen. Ich bin mal echt gespannt, ob sich zum Beispiel der Preis rechtfertigt. Jedenfalls habt ihr auf jeden Fall einen Rabattcode, falls ihr euch dafür interessiert. Also ein großer Karton, der auch sehr schnell ankam. Also ich glaube, es war keine Woche, nachdem ich angeschrieben wurde und gesagt habe, ja, ich hätte gerne dieses Schwert, dieses Teil hier drinne. Da war das Set auch schon da. Wie gesagt, die Firma sitzt rechtlich in Estland. Ich schneide es jetzt mal auf, noch mit einem ganz normalen, herkömmlichen Messer. Und dann gucken wir mal, was sich hier drinnen im Karton verbirgt. Wo schneide ich am besten? Hier ist so ein Teser, da war es wohl schon mal auf. Ich schneide es auf. Normalerweise kennt ihr es von meinen Videos, dass wir ja hier so drauf zoomen, aber das geht aufgrund der Längen nicht. Und ich gucke mal rein. Oh, schwarz. Ihr könnt auch schon mal hier als erste reingucken. Es wiegt ein bisschen und oh, ein schwarzer Karton mit goldener Schrift. Der Karton fühlt sich edel an. Haha, der gepflegte Kenner wird schon wissen, dass hier Basic draufsteht. Also das ist das Alphabet von Star Wars. 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben und ja, Freunde, ihr glaubt es nicht, aber ich weiß es, was hier drauf steht, denn das hier müsste ein E sein, das ESC und das R, das Resh, S-A-B-E-R, Saber. Also wir haben hier ein Lichtschwert. Der Karton geht leicht hier auf, ihr seht es vielleicht schon. Hier von unten haben wir grünen Punkt und alles auch in Gold. Also der Karton fühlt sich relativ edel an. Ich finde es cool, dass hier in Basic Saber drauf steht. Hui. So, das ist der Karton. Hier von innen. Ein bisschen muss ich zugeben, und das soll jetzt nicht abwertend klingen, der Karton hat was von meiner Kommunionskerze. Die war damals auch so groß, aber es hat natürlich damit nichts zu tun. Aber Freunde, schaut mal hier. Da ist schon das Objekt der Begierde und es ist relativ schwer. Ich packe es mal gleich aus. Da haben wir unser Lichtschwert in, ich würde sagen, das Aluminium. Hört ihr das? Also das ist richtig robust. Und wir können mal einen Vergleich machen. Ich klaue mal hier meinen Darth Vader mal sein Schwert. Und ja, es sieht eigentlich genauso aus. Außer, dass hier noch was fehlt. Aber das ist ja hier noch im Karton. Ich stelle es da mal hin. Da, du hast dein Schwert wieder. Wir haben hier einen Karton, der ist versiegelt. Toolkit. Natürlich das Coolste ist, dass wir hier Plopfolie haben. Und wir haben hier eine Stange.
denke mal, das ist dann die Klinge. Die ist wahrscheinlich von innen irgendwie so verspiegelt, weil ich habe schon, glaube ich, da seht ihr es, ich glaube, das ist die Lampe, das Licht, also der Kyberkristall quasi. Und der strahlt wahrscheinlich dann hier rein. Ich will noch mal gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Nein, das ist hier so die Füllung. Hier ist ein Klotz. So, und da ist jetzt hier dieses Schwert, beziehungsweise die Klinge. Ich packe das mal hier an die Seite, auch wenn ich den Karton hier richtig cool finde. Selber. Ja, ihr glaubt es nicht, aber ich kann wirklich ein bisschen Basic. Denn dieser Kanal Blockstar hat ja was mit Star Wars zu tun. Er wurde mal gegründet, weil ich ein großer Star Wars Fan bin. So, das Wichtigste ist, glaube ich, hier dieses Toolkit. Das machen wir mal auf. Wir schneiden es auf. Der rote Punkt. Boing. So. Ich glaube, das ist hoffentlich das letzte Mal, dass wir hier eine normale Klinge brauchen. Und, Anleitung. Also, Karton ist leer. Drinnen haben wir hier so ein Faltblatt. Das heißt, May the Force be with you. Und wir sehen so First Order Trooper und Kylo Ren so halb angeschnitten. S10, S16 Operation Manual auf Englisch. Und da sehen wir, wie wir es zusammenbauen sollen. Ziemlich cool. Ich zeige es euch einmal so. Und ich zeige es euch einmal so. Alles weitere zum Schwert verlinke ich euch natürlich unten. Beziehungsweise habt ihr eben gerade ja schon in der Videobeschreibung gesehen. Ich will mal kurz gucken. Aha, hier so, da nehme ich die Hutze ab. Und dann ist hier so eine Folie drum. Ich glaube, die nimmt man ab. Das ist immer schön wie beim iPhone, das Auspacken. Kennt ihr bestimmt so. Zack. Vielleicht mache ich es falsch. Wenn ihr so ein Schwert besitzt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich glaube aber, es gehört sich so, weil diese Folie hier hat Wellen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist. So, da geht es auch nochmal ab. Jetzt habe ich vom vielen Klemmbaustein bauen schlechte Fingernägel. Es ist auf jeden Fall gut eingepackt. Aber es macht Spaß. Was natürlich auch heißt, Freunde, das hier ist ein One-Take. Ne? Ich kann hier nicht großartig hin und her schneiden. Ich habe noch nicht auf den Knopf gedrückt, das traue ich mich noch nicht. Die Klinge kommt hier wohl rein. Und, das habt ihr vielleicht gesehen, ich lege es mal hier hin. Hier haben wir ein Ladekabel. Wahrscheinlich sind hier irgendwo Batterien drin oder Akkus. Also USB-C. Und wir haben hier so Gewindeschrauben, denn da fällt schon eine raus. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Gewindeschrauben und einen Imbus, denn wir haben hier also da können wir die Gewindeschrauben reinmachen. Die halten dann wohl, gehe ich stark von aus, hier diesen Stab. Und, man kann es drehen. Und ich dachte mir schon, irgendwo muss ja hier, Lautsprecher, Akku und USB-C. Und da laden wir dann per USB ganz bequem unser Schwert. Ihr merkt schon, ich bin ein typischer Mann. Scheißegal, was in der Anleitung steht. Ich will jetzt, dass es fetzt. Das heißt, ich schraube das jetzt mal hier kurz fest. Das ist das erste Mal so ein Live-Unboxing oder Live-Assembling, sage ich mal. Normalerweise mache ich dann ja immer hier den Speedbuild und dann gibt es Faktenzeit. Ich habe, glaube ich, zu Laserschwertern oder Lichtschwertern noch nie eine Faktenzeit gemacht. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. So, okay. So, da ist die nächste. Das Gute ist, dass wir hier, glaube ich, 3 Löcher haben. Und wir haben mehr Schrauben über. Das ist cool. So, also heißt, wenn ihr so seid wie ich, so geschickt, nenne ich es jetzt mal, und euch so eine Schraube mal abhanden kommt, dann, da ist die, ne, 1, 2, das sind nur die 2. Ich halte jetzt wahrscheinlich das Schwert so aus der heraus. Ich will mal kurz gucken, wie weit es noch geht. Oder bin ich schon draußen? Ach, bei weitem noch nicht. Also es sind 2 Löcher und ich kann noch ein bisschen schneiden, kurbeln. So, jetzt langsam fängt es an. Einmal und zweimal.
Und eigentlich will ich euch ja genauso wenig wie mich auf die Folter spannen, was es mit diesen Knöpfen auf sich hat. Also, Freunde, schaut es euch an. Richtig cool. Da ist der Griff. Wo ist mein Lego? Da. Da haben wir es. Groß, klein und ist massiv. Also der Griff ist wirklich Hammer. Hat ein Gewicht in der Hand, also es fühlt sich ein bisschen wirklich an, als hätte ich hier eine alte Jedi-Waffe in der Hand oder Sith-Waffe. Ich packe jetzt nur kurz die Schrauben hier wieder zusammen. Auch hier diesen Imbus, diesen Schrauber und auch diese Hutze. Denn ich glaube, ich werde diese Verpackung auf jeden Fall behalten. Das ist absolut super und ich freue mich, dieses Schwert dann demnächst hier, wenn es mal wieder Lego oder andere Krieg der Sterne, Star Wars Videos gibt, im Hintergrund als geile Requisite zu haben. Aber ich glaube, das, worauf wir alle warten, ist, wenn ich hier auf diese zwei Knöpfe drücke. Alter, wie geil. Aus. An. Richtig cool, richtig cool. Also, ihr seht es gar nicht, aber ich habe absolute Gänsehaut. Ich weiß gar nicht, ob man durch das Licht es hier so gut überhaupt sehen kann. Ich würde mal sagen, wir machen mal einen kurzen Cut, machen mal das Licht aus und dann schwenken wir das Schwert einmal. Ich darf es ja gar nicht so anfassen, weil es die Hand ab. Aber dann schwenken wir dieses Schwert mal im Dunkeln, würde ich sagen. Also Freunde, bis gleich. Ja, Freunde, jetzt schauen wir es uns mal im Dunkeln an. Ich habe da oben natürlich rot, passend zu einem Sith-Laserschwert. Wer mich kennt, weiß, es ist die einzige Farbe, die mich interessiert. Oh, Freunde! Das ist richtig cool. Also quasi, wenn irgendein Rebellenabschaum auf mich schießt. Oh, geil. Ja, ich bin hin und weg, Freunde. Was meint ihr? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, wir machen das Licht wieder an. Ja, und lasst mich eure Meinung einfach wissen, das ist wichtig. Was ich schon gelesen habe hier ist, dass dieses Schwert halt auch mehr Farben kann und dass wir hier auch noch mehr Ton haben. Aber so ganz gecheckt habe ich das noch nicht. Wir haben ja zwei Knöpfe und hier steht, dass man diese Knöpfe immer abwechselnd irgendwie halten muss. Und dann gibt es da auch mehr Töne. Also ein edles Teil. Es macht richtig Bock und ich versuche jetzt nochmal irgendwie hier, wie es steht, für euch diese Töne oder die Farbe zu wechseln. Ich muss schauen, Aux, Twist On, bla bla bla. Ich habe es euch ja gesagt, ich bin der typische Mann, was Anleitungen lesen angeht. Man soll irgendwie... Ah, habt ihr gehört? Irgendwas war gerade. Jetzt habe ich den Ton wohl irgendwie ausgemacht. Also das Licht funktioniert noch. Auch dieses Flackern. Es gibt halt hier mehrere Modi, wie man den Ton an- und ausmachen kann. Das Schwert spricht auch mit ein. Das habe ich schon bei einigen anderen YouTube-Videos gesehen. Man kann hier verschiedene Modi einschalten. Ich bin wahrscheinlich zu blöd dazu. Beziehungsweise auch zu sehr geflasht. Man kann hier irgendwie jetzt statt Rot noch eine andere Farbe sich auswählen. 12 Stück soll das Schwert können. Ah, habt ihr gehört? No Volume. Da ist das Volume wieder an. Aber wir sind wieder im Modus von vorne, beziehungsweise von eben. Also, es gibt die Möglichkeit, ich bin bloß nur ein, ja, wie soll ich das sagen, Bösewicht von der dunklen Seite der Macht. Mir reicht das Rot. Ich brauche jetzt hier kein Gelb oder so. 12 gehen aber. Und ich werde euch gleich noch mal ein bisschen was zeigen. Und sonst, Freunde, kann ich eigentlich nur sagen, Dankeschön, dass ihr hier bis hierhin zugeschaut habt. Dass ihr ein bisschen hier mit mir quasi wieder Kindheitserlebnisse gefühlt habt. Danke an Galaktisches Lichtschwert,
dass ich dieses Schwert hier bekommen habe, um es euch zu zeigen. Wie gesagt, es gibt einen 10% Rabattcode. Es gibt jetzt bis zum 19.11. das Schwert günstiger. Und es gibt halt auch natürlich noch andere Schwerter. Alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also ich finde, wenn man so ein richtiger Nerd ist und Fan ist dieses kleinen Lego-Lichtschwertes und man ein bisschen Geld über hat und sich was gönnen möchte, dann ist dieses hochwertige Produkt sicherlich etwas für einen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich dieses Set bekommen habe, sondern ich wusste vorher gar nicht, dass das gibt. Und ich finde es richtig klasse. Vielleicht kann ich euch hier noch ein Bild einblenden. Das war von der letzten Hildesheimer Steinwelten. Da hat nämlich der liebe Waldemar, ein guter Bekannter, einen 3D-Druck gehabt, so eines Schwertes. Vielleicht finde ich da irgendwo das Bild noch. Wenn nicht, verlinke ich euch auf jeden Fall auch unten den Instagram-Kanal von Waldemar. Dem habe ich auch immer sein 3D geprintetes Lego-Lichtschwert geklaut und habe damit rumgefuchtelt. Und jetzt gibt es sowas zu kaufen aus Aluminium mit Sound, mit Licht. Also ich bin wunschlos glücklich. Danke nochmal. Ich hoffe, ich konnte euch hier was zeigen. Ich bin für sowas immer zu begeistern. Das Einzige ist vielleicht wirklich hier, dass ich zu dumm bin für die Anleitung, was den Ton angeht. Aber wie gesagt, wenn ich es noch hinkriege, reiche ich euch das nach, beziehungsweise schaut bitte einfach in die Links unten in der Videobeschreibung. Man muss halt nur die Anleitung lesen, Freunde. Hört mal. Is this training? My training? No. Always training. The universe is. I'm told it is the Dark Saber. Star Killer. General Kenobi. The Butcher. Yeah. Leo. Prepare a boarding party. Ahsoka. Anakin. Kenobi. Kenobi. Count Dooku. Sith Red. Also, es geht ein bisschen was. Einfach nur die Anleitung lesen. So, Freunde, das war's. Jetzt würdet ihr vielleicht erwarten, dass ich sage, möge die Macht mit euch sein. Das sage ich aber nicht. Ich sage, für das Imperium auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.